Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Heute, wie ihr sehen könnt, geht es wieder los mit unserer Pazifik-Kampagne und wir spielen eine neue Runde. Die letzte Runde war ja ziemlich knackig gewesen, die Japaner haben gut gerockt, allerdings letztendlich trotzdem das Missionsziel verfehlt. Und wie sieht es heute aus? Ich hoffe genauso. Ich hoffe nicht. Auch moin von mir, hier aus dem mittleren Deutschland, hätte ich fast gesagt. Diesmal werden wir eine neue Mission spielen, die da heißt, ich bekomme auf die Glatze. Ich habe mich verschanzt in meiner kleinen Burg, in meinem kleinen Lager und versuche, den Japaner von mir fernzuhalten, beziehungsweise der Japaner versucht, mich aus diesem Sektor auszudrängen. Das verhindere ich, das weiß ich jetzt schon, deswegen haben wir da gar keine Probleme mit. Wir haben eine gewisse Anzahl von Marines, die in dem Lager sind. Dazu kommen ab der zweiten Runde Reserven rein, die im Grunde genommen die Reserven sind, die hinzukommen aus dem Kampagnenzug. Das heißt, wir spielen 1250 Punkte. Regulär 1000 Punkte sind in der Standardarmee. Die restlichen 250 sind eine Unterstützung, die aus der Kampagne entsprechend für uns dazukommen, und die benutze ich als Reserve. Es sind etwas mehr als 250 Punkte, die als Reserve kommen, aber das ging einheitstechnisch nicht anders. Wir werden jetzt einen kurzen Schnitt machen und dann die US Marines einmal kurz vorstellen. So, hier im Blick die Spielplatte. Das ist das Lager, meine kleine Trutzburg, die ich versuche zu verteidigen. Ich habe im Ganzen 6 Einheiten Early War US Marines regulär, ein Sniper regulär, ein Mörser-Team regulär, einen Flamer-Veteran, eine Raider-Truppe, die nachher hier drüben als Reserve reinkommt, mit einem Engineer-Team, was auch ein Flamer beinhaltet, der Offizier, der die Reserven gerade vom Strand abholt, mit einer Veteranentruppe, die den Offizier begleitet. Das sind die Reserven. Und ja, hier habe ich die restlichen Truppen in die Stellungen verteilt. Eine Haubitze, die meine Truppen unterstützt, regulär. Im Kommandobunker, der schon arg mitgenommen aussieht, haben wir noch einen Artillerieoffizier, der mir auch durch die Unterstützung der des Crucial Seals Zugs hinzugewonnen wurde. Dort ist noch das Flamer-Team und ein Bazooka-Team, weil man ja nie weiß, ob der Japaner mal mit schwerem Gerät anrollt. Und ansonsten sind die restlichen regulären Early War Marines im Lager schön breit gefächert verteilt. Alle schön in Deckung. Dementsprechend hoffe ich, dass ich dem Japaner heute auf die Glatze haue. So, Freunde, kommen wir jetzt zu der Japaner-Streitmacht, die diesmal alles aufs Feld gebracht hat, was halt irgendwo geht, alles zusammengezogen hat. Wir haben halt hier wieder ein Second Lieutenant, Veteranenstatus, dann haben wir ein Flamer-Team, auch Veteran, dann haben wir ein Anti-Tank-Rifle, ist regulär, und den kostenlosen Air Observer, den ich, wie ihr im letzten Video gesehen habt, als Unterstützung durch die Blood Red Skies Flotte bekommen habe, die Luftflotte. Der ist also auch mit am Start. Dazu mal eine Frage. Hat der ein Holzschwert? Ja.
Er zeigt nur an. Er kämpft nicht, er versteckt sich. Das wird schon passen, denke ich. Hauptstreit macht hier in dem Fall sind 4 große Trupps, reguläre beziehungsweise kaiserlich-japanische Infanterie, aber Veteranen, die jeweils halt ein NCO dabei haben mit MP. Ansonsten sind alle standardmäßig mit Gewehren bewaffnet. Dann haben wir als Unterstützung bekommen durch den 3. Zug der Japaner 250 Punkte, nicht ganz, ein bisschen weniger, sind 2 MMGs, regulär jeweils, einen regulären Trupp, der hier noch bemalt ist und einen regulären Trupp, der nicht so gut bemalt ist. Ja, da fehlen mir dann doch noch ein paar Punkte, die leider noch nicht bemalt sind, aber ich gebe mein Bestes, dass ich das auch noch schaffe. Sie sind ja schon mal zweifarbig. Genau, immerhin. Also komplett grau sind sie nicht. Von daher einen kleinen Bonus habe ich. Und zum ersten Mal seht ihr heute einen Panzer, den Shiha. Ist ein Medium-Panzer. Als Unterstützung, ja, mal gucken, was er heute so zeigt oder nicht zeigt. Ich bin gespannt. Das war's. Ich würde sagen, es geht los. Juhu. Da sind wir wieder und fangen jetzt mit der ersten Runde an. Wir ziehen erstmal einen Würfel. Der Japaner fängt an. Und wir melden uns dann gleich mit einer Zusammenfassung der Runde. Die erste Runde ist jetzt hinter uns. Meine Marines haben soweit einen Großteil sich in den Ambush gelegt, da meine Truppen im Lager alle als versteckt gelten. Der Mörser hat erfolglos auf einen Veteranentrupp der Japaner geschossen. Dieser Early-War-Trupp hier, der hat sich bewegt, um etwas besser in Schussposition zu kommen. Wir markieren die Miniaturen, die sich bewegt haben, mit einem entsprechenden Marker, damit wir wissen, welche Einheiten nicht mehr als versteckt gelten. Hier das Bazooka-Team hat sich bewegt, das Flamer-Team hat sich bewegt und der Artillerieoffizier hat seinen Artillerieschlag angefordert. Und ja, das war es soweit von meiner Seite. Die Reserven, die kommen, haben noch eine Spezialregel. Das heißt, sie kommen nicht regulär rein über meine Spielkante, sondern sie kommen über die kurzen Spielkanten rein. Und das nach dem Zufallsprinzip, um ein bisschen mehr Spaß in die ganze Geschichte zu bekommen. Genau. Und jetzt kommen wir zu den Japanern. So, es hat fleißig oder viel geraschelt im Dschungel. Die Japaner sind einmal ganz groß nach vorn gerückt, eigentlich in kompletter Front. Auf der kompletten Spielfeldkante meinerseits. Einmal alle Truppen, die ich habe, haben einen Run gemacht. Auch der Panzer hier hinten auf der Seite hat sich hier angeschlichen, hat aber auch Vollgas gegeben. Ja, und Gott sei Dank ist noch nichts passiert. Noch kein Verlust, aber hier liegt auch schon der Marker für den Ari-Schlag. Da bin ich jetzt gleich mal gespannt. Wir würfeln mal live den Artillerieschlag aus. Mal schauen, ob er kommt. Yes! Er kommt! So, dann. Jetzt wird's übel. Reichweite. 10 Zoll Reichweite. Und dann fange ich mal an auszumessen. Ja, messt du mal aus hier. Ach, und da steht so viel hier. Ist das nicht schrecklich? So, der Veteranentrupp hier drüben. Dieser Veteranentrupp. Das MMG-Team, der Offizier ist auf alle Fälle drin und das Flamer-Team oder muss das Flamer-Team ist auch noch drin. Ich häng fest. Und der große Trupp ist natürlich auch drin. Ne? Also dreimal die Veteranentrupps. Genau, ich sag nochmal hier Flamer, genau. Dick, Offizier, MMG,
der Veteranentrupp und der große Veteranentrupp. Ich würde mal sagen, das war Full House, oder wie nennt man es? Ja, dann schauen wir mal, ob die Schiffe auch treffen, ne? Ja, hier. So, dann werde ich einfach mal anfangen, die Sachen auszuwürfeln. Ja, da kannst du mir schon mal hier fleißig... Nehme schön lecker rote Ach so, Würfel. ja. Genau. Genau. Und sehe zu, ob an der ganzen Sache auch was trifft. Ja. Wir fangen an mit dem großen hier. So, da 3. ist nix. Also Pins gibt es natürlich. 4. Das MMG-Team. 1. 1, das ist glaube ich gar nichts, soweit ich weiß. Offizier. Der Offizier. 4. Eine 4. Schade, dass ich nicht Tommy bin. Die treffen besser. So, einmal der Große. Hat auf alle Fälle einen Treffer. Ach, der grüne 9, der eine 6, okay. Und der Flamer 3. Mal eine 3 für den Flamer. Mhm. So, und dann würde ich sagen, sehen wir mal zu, was da für Effekte dabei rauskommen. Jo. So, Christian, sein Artillerieschlag war sehr erfolgreich, hat hier munter Pins bei den Einheiten verteilt. Und aber auch, ihr könnt euch entsinnen, hier stand auch nochmal eine große 12er Einheit Veteran. Da sind leider nur noch 2 übrig geblieben. Upsi! Die anderen haben sich scheinbar irgendwo im Dschungel verlaufen. Keine Ahnung. Nein. Großflächig verteilt. Sie haben das Zeitliche gesegnet, leider. Aber hey, so ist es. Hast du eigentlich noch einen, oder? Nein. Das war's, ne? Ich bin ja kein Amerikaner, beziehungsweise der Amerikaner ist der Einzige, der 2 kriegen kann durch den Air Observer, wenn er die Flugzeuge anfordert. Ja. Sonst müsste man zusätzlich noch einen kaufen und das habe ich nicht getan. Gut. Okidoki. So, der japanische nette Herr, der mir gegenüber steht, hat ein Flugzeug angefordert, welches hier 18 Zoll um die Zieleinheit, welche hier ist, aufgestellt wurde. Dann haben wir folgende Situation, dass hier mein Spotter von dem Mörser auf alle Fälle schon mal Pins bekommt. Dass die Zieleinheit entsprechend 6 Zoll darum alle Einheiten die Pins bekommen, was im Endeffekt dann die 3 Einheiten sind, die hier drum rum sind. Und danach die Haupteinheit natürlich entsprechend einen Flugzeugangriff abbekommt, was jetzt noch gewürfelt werden muss. Okay, fangen wir einmal an mit den Pins verteilen. Hier mit dem Spotter. 1. W3 minus 1, das passt mir schon mal gut, das ist keiner. Dann, ja, die Haubitze. So, die Haubitze. 2. Eine 2. W3 minus 1 ist keiner. So, dann hier die Haupteinheit. 5. 5. W3 minus 1 sind, verdammt, 2. Keiner spricht mit mir. Und wer war dann jetzt dahinter? Hier oben im Turm Sniper, haben wir noch einen netten Herrn, der so hin und wieder auf dich schießt. So, und der kriegt es jetzt voll ab. Das weiß ich. Gar nicht. Ach, einen für so einen Sniper. Boah, komm. Ist zu verkräften. Der trifft eh nicht, ne? Genau, das ist Sniper-Unglück. Und jetzt die Haupteinheit bekommt auch W3 minus 1. Ja, 2, auch nix. Das bedeutet, jetzt würfeln wir einen W6, um das Flugzeug auszuwürfeln. Okay. 2. So, die 2 ist ein Jagdflugzeug. Okay. Das heißt, die Einheit bekommt 2 W6 Treffer mit DSK plus 2. Also bitte. Das gibt's 3 Treffer mit DSK plus 2. Das bedeutet, du darfst jetzt 3 Würfel würfeln. Meine Güte. Ich geht das heute nicht so weiter mit den Wir haben einen regulären Trupp. Das heißt, es sterben 2. Naja. Naja. Jetzt darfst du noch einen W6 würfeln, weil es kommen noch zusätzlich... Nein, du brauchst nicht würfeln, es ist ein Pin. Ein Pin, ne? Ja. Genau. Das bedeutet, die Einheit hat einen Pin
Und 2 Kollegas weniger. Jo. Kannst du dich doch nicht beschweren. Nein, 10 gegen 2 finde ich vollkommen okay. So, wie ihr sehen könnt, ist hier in der zweiten Runde ein bisschen was passiert. Christian hat seine Ingenieure reingebracht, erfolgreich. Und die haben hier mit dem Flamer und den Sturmwaffen einen regulären Japaner-Trupp ausgeschaltet, die sich hier gerade auf und davon durch die Büsche machen wollten. Hinterrücks, ja, und komplett ausgeschaltet. Ein Würfel weniger für mich. So, neue Situation auf der gegenüberliegenden Flanke. Christian hat seine Ranger. Sind das Ranger? Oder was waren das jetzt für welche hier? Die Truppe? Nicht Ranger. Nee. Jetzt komme ich auch gerade nicht drauf. Raider. Raider. Ja, so war's. Meine Güte. Lochphrase nicht. Ja, die kommen hier auf jeden Fall rein und sind hier auch schon im Point Blank und wollen mein armes MMG behagen. Schauen wir uns das ganze Elend mal an. Point Blank und nur Sturmwaffen, das heißt auf die 2. Verdammt. Das sehe ich aber jetzt bei Einsen, du. 4-mal nicht getroffen. Verdammt. 6 ist auch noch 2 Sechsen sind dabei, okay. Ja, das ist ja momentan noch Schädigol. Hat denn dein MMG-Team eine reguläre? Ja, es ist regulär, genau. Dann auf die 4. Tot. Ja, das also ich kann noch picken. Ja. Na gut, okay. Dann hat sich das hier auch erledigt. Wieder ein Würfel weniger. So, ich muss mich ja jetzt hier ein bisschen Luft machen auf der Flanke. Habe jetzt hier schon mal mit der Veteraneinheit 2 Marines ausgeknipst. Leider nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Und sage deshalb jetzt hier mit dieser Einheit einen Banzai-Angriff an. Distanz passt ja. Brauche jetzt praktisch den Pin jetzt hier nicht beachten. Und gehe jetzt hier mit dieser Einheit direkt in den Nahkampf. Leider habe ich kein Abwehrfeuer mehr, weil ich schon einen Advance gemacht habe. Sollte man auch so immer versuchen irgendwie zu spielen, dass man hier nicht nochmal Kontra bekommt. Ja, und dann gibt es jetzt auf die Omme, würde ich mal sagen. Alles klar, dann probieren wir das mal. 2, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 mal gegen 5. Ich bin Veteran. Das sind 3 Tote. 3. Du hast ja noch Sturmwaffen, ne? In Peace. Mhm. Genau. Meine Jungs haben auch noch ein paar Sturmwaffen, nämlich 1, 2, 3 MPs. Das bedeutet... Du musst ein paar interessiert die Weißen nehmen. Genau. Ich leih mir mal kein Problem jetzt. Von dem Japaner die Würfel aus. Nehmen wir die 3 raus. Genau. Die Weißen sind die MPs. Mal gucken, ob die gut würfeln. Ja, die würfeln schon gar nicht so schlecht. Ein Erfolg. Reguläre. Genau. Das sind 2 dann, ne? 2. Ja, Moment, ich darf ja eine MP nochmal neu würfeln. Ah, verdammt. Damit habe ich leider verloren. Banzai. Und der Banzai Charge ist mal wieder erfolgreich. Dann kann ich jetzt noch ein W6 würfeln für Neuformierung. Gewonnen Nahkampf 3 Zoll. Ah, der mit seinem alten Salatmesser. So, einmal weg hier, die guten. Ja, und dann formiere ich die mal eben neu. Hier mal zu der Baumgrenze. Zack. Ja, und damit haben die Einheiten das hier gerockt. So, hier ist mir leider ein großes Missgeschick passiert beim Versuch, die Einheit zu aktivieren. Die hatte schon 3 Pins gehabt. Ja, und habe dann jetzt noch einen Fuba dazu und muss jetzt rennen. Und leider 12 Zoll renne ich von der Platte weg. Ja,
ein Satz mit X. Also MGs haben heute gar nichts gebracht. Das ist jetzt mein zweites MG, was auch nach Hause geht. So, wir sind jetzt hier auf Japanerseite ein bisschen mit den Shiha nach vorn gerückt. Und der hat's mal genutzt und sein Bug MG auf den Bazooka-Schützen gelegt. Allerdings hat er den nicht treffen können. Dafür aber mit der Haubitze hinten das Mörser-Team gekillt. Einen Punkt für die Japaner. Ja, jetzt haben wir das Ende der zweiten Runde erreicht. Es steht im Moment 3:2 für die Marines am Ende der Runde. Ja, was ist passiert? Meine Marines und ein Veteranentrupp haben versucht, von der Flanke die Japaner ein bisschen zu stören, damit die vom Missionsziel ein wenig abgelenkt werden, da der Japaner mindestens mit einem Team in die Basis der US Marines kommen muss und das der Marine natürlich verhindern möchte. Auf der anderen Seite hat das Ingenieursteam einen kompletten Trupp reguläre Soldaten aufgerieben und der Artillerieschlag hat auch sein Gutes getan. Das heißt, ein Veteranentrupp fast komplett aufgerieben bis auf 2 und ein MMG-Team ist gerade noch mit einem Fuba vom Feld gerannt. Viel passiert. Dann ist auf der Seite der Marines hier ein kleiner Fleck weniger. Da hat sich das Mörser-Team verabschiedet durch den Beschuss des Panzers. Und ansonsten ist, glaube ich, jetzt gar nicht so viel passiert. Einige Einheiten haben noch gar nicht gefeuert, die liegen auch immer noch im Ambush. Der Flugzeugangriff der Japaner hat mir jetzt auch nicht allzu weh getan. 2 Miniaturen habe ich verloren. Und bis auf einen gepinnten Sniper und ein Team ist da auch nicht mehr großartig was passiert. Der Sniper ist mittlerweile alleine. Ein vorrückendes Veteranenteam, welches im Reisfeld steht, hat da den Kompagnon weggeschossen. Und ja, dann würde ich sagen, war's das für die Runde. Bis gleich. So, wir haben noch einen kleinen Nachtrag. Ich hatte am Bazooka-Team noch ein Ambush liegen. Den habe ich versucht zu lösen am Ende der Runde. Das ist mir erfolgreich gelungen und hat leider den japanischen Panzer Frontal in die Hölle geschickt. Ja. Das heißt, ich habe eine 6 gewürfelt beim Auszählen des Schadens plus 6 DSK. Haben wir eine 12 gehabt, ist ein irrwitziger Schaden. Und da durfte ich zweimal auf die Tabelle würfeln. Eine 4, eine 6 hat dann den Panzer zweimal in die Hölle geschickt. So, hier ist schon wieder einiges passiert in Runde 3. Die Japaner sind ein bisschen nach vorgerückt, werden jetzt von einem Hinterhalt überrascht. Die US-Marines haben sich da schon eingegraben in diese Stellung und wollen jetzt erstmal Kontra geben, bevor meine Japaner schießen können. So, dann so, der Trupp hat 2 MPs, die schieße ich zuerst. Ist lange Reichweite und leichte Deckung auf die 5. Oha. Und ansonsten habe ich 4 Gewehre und 2 Bars, sind 8 Schuss auf kurze Reichweite. Das ist die 4, dank der leichten Deckung. Oh, das sah schon besser aus. Sind 5 Treffer, ist auf alle Fälle schon mal der nette Pin. Und Veteranen, 5. 3 tote Veteranen. Und mal gucken, ob der NCO dabei ist. Und auch der NCO ist tot. So, dann würde ich hier nochmal den Ambush lösen. Ich habe ja noch ein paar mehr davon hier liegen. Dreh den mal auf den Fire-Befehl. Hier habe ich 2 Gewehre, 2 Bars und 2 MPs. Bei den MPs muss ich einmal kurz gucken, ob die in Reichweite sind. Die vordere MP ist drin, die zweite MP steht dahinter. Die zweite MP ist leider zu kurz. Das heißt, 2 Schuss MP,
4 Schuss Bar und 2 Gewehre. Die Gewehre schießen wie vorhin auf die 4. 2 Treffer nur, das hier mau. Und auf die 5 die eine MP. 3 Treffer, das heißt auf alle Fälle schon mal den Pin erhöht. Und ein Toter. Und der NCO. Ja. Ach ne, der NCO war schon doof. Ach, ups. Es ist sonst nichts drin, was irgendwie eine Rolle spielt. 2. Ja, das soll es dann an Ambushes auch erstmal gewesen sein, sonst sind gleich gar keine mehr da. Wir sind mit der Runde 3 durch. Hat sich ein kleines bisschen was getan. Nicht so erfolgreich wie das letzte Mal auf amerikanischer und japanischer Seite. Der Panzer war in der letzten Runde schon zum Ende kaputt. Dann haben hier die Ingenieure, die haben ihren Moraltest verkackt. Deswegen sind sie down gegangen. Wurden dann auch noch von dem Team beschossen. Der Flamer hat versucht, auch die Ingenieure zu grillen. Ja. Die haben aber leider den Moraltest verpatzt. Ja, haben sie Glück gehabt, ey. Der Offizier ist vorgegangen, hat einmal auf die Sandsackstellung geschossen. Die Veteranen sind auch etwas weiter vorgegangen, haben entsprechend auch geschossen. Haben aber auch kassiert durch den Haben Ambush. Ne? aber auch durch zwei Ordentlich. gelöste Ambush relativ gut kassiert, dementsprechend 2 Pins und haben sich ganz gut reduziert. Ein Veteran-Trupp hier, der hat einen ran gemacht, um näher ranzukommen, hat dabei einen Pin abgebaut. Der Erbser. Fliegerleitoffizier ist vorgegangen, hat auf den Sniper geschossen, hat aber nicht getroffen. Hier hinten hat einmal die reguläre Truppe meine Raider-Truppe angegriffen, hat hier einen Pin vergeben und die Veteranen haben sich nach vorne bewegt und der Sich hier. genau, der Anti-Tank-Team Fregel hat auch einmal auf die Raider geschossen, der hat aber verfehlt. Ja, auf US-Marine-Seite, wie gesagt, war nur ein bisschen Feuergefecht, keine besonderen Vorkommnisse, nicht großartig Tote, ich glaube gar kein Toter in dieser Runde hier. Nö, gar nichts. Nur bei den In seinem- Ingenieuren sind 2 gestorben, sonst... In deinem kleinen gallischen Dorf ist noch alles in Ordnung. Wird es auch bleiben. Ja, ich glaube auch. Also, Vielleicht hole ich den Zaubertrank raus. heute geht einfach bei den Japanern wirklich eine Menge schief an allen Ecken irgendwo. Also die Würfe passen leider immer nicht. Aber so ist das manchmal, ne? Das kann man halt nicht beeinflussen. Aber wir sind ja jetzt erst in Runde 4. So sieht's aus. Bis gleich. Runde 4 ist Geschichte. Auf der Seite haben die Raider 4 Mann verloren, nachdem sie den regulären Trupp aufgerieben haben, der noch aus 4 Soldaten bestanden hat, ohne NCO. Danach kam der Veteranentrupp aus dem Dickicht hier, und ja. hat die Raider entsprechend dezimiert. Der Anti-Tank-Schütze hat auch nochmal drauf geschossen, entsprechend nochmal einen zusätzlichen Pin verteilt, aber auch keinen Treffer erzielt. Der Fliegerleitoffizier hat wieder auf den Sniper geschossen, nicht getroffen. Der Veteranentrupp ist herangepirscht, wurde zweimal im Ambush beschossen. Ein Soldat hat das Zeitliche gesegnet. Ja. Danach haben die zurückgeschossen auf eine der regulären Einheiten der US Marines, haben 2 Mann getötet, einen Pin verteilt. 3 sogar. 2. Ich bin der Meinung, es waren 3. Aber egal. Egal. Können wir gleich nochmal checken. Sicher, sicher.
Genau. Die Veteraneneinheit hier im Reisfeld hat versucht, sich zu aktivieren, hat leider den Moraltest nicht geschafft. Down. Wegen den 2 Pins, entsprechend einen Down. Veteraneneinheit, das muss man sich mal überlegen. Ja, genau. Und dann noch der Offizier hat's gesehen, das gibt nachher erstmal wieder hier, Reisportion ist leer gestrichen, vergiss es. Der Offizier hat einmal auf die Sandsackstellung geschossen, hat aber auch nicht getroffen. Im hinteren Bereich haben wir noch die Situation, dass die Ingenieure hier noch stehen. Die sind ja auch ganz gut behagt worden. Die Ingenieure haben gerade sich allen Mut zusammengesucht und versuchen sich gerade zu entpinnen. Ein Rallye geschafft von 6 auf 1 Pins. Ganz gut. Haben auch nur einen Verlust durch den Flamer bekommen. Genau, haben nur einen Verlust durch den Flamer, aber da entsprechend natürlich die ganzen Pins hergesammelt. Ja, eigentlich ganz glücklich für mich. Bisher noch kein Japaner in meiner gallischen Trutzburg. In der Trutzburg, genau. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht in der 5. Runde. Bis gleich. Wir haben hier einen glorreichen Flamer, der im Trefferwurf auf Point Blank eine 2 erzielen musste, eine 1 gewürfelt hat und danach den Treibstoff ausgewürfelt hat und auch eine 1 gewürfelt hat. Läuft! Also schlimmer geht's heute eigentlich gar nicht mehr. Also so ein Pech heute bei den Japanern. Unfassbar. Aber das Ding jetzt gerade eben, das setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Ja, und? Ein Punkt für die. Ja, leider. Weil ohne Treibstoff ein Flamer. Die Ingenieure schlagen jetzt zurück. Nachdem der Flamer keine Bedrohung mehr ist, werden die Ingenieure entsprechend zurückschlagen, beziehungsweise den Flamer sprechen lassen, eine Bar und eine MP. Ich habe hier die entsprechenden Würfel. Der Flamer, die Bar und die MP sind alle in Point Blank. Das heißt, alles auf die 2. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, trifft alles, würde ich sagen. Wir haben erstmal den Flamer ab. Wir haben 3 Treffer. Und damit war's das mit den beiden. Ein weiterer Punkt für die Amis. So, wir haben jetzt hier die Situation, dass der große Trupp der Japaner sich jetzt durch ärgstes Feuer vorgekämpft hat an die feindlichen Linien, angekommen ist und jetzt ist Christian hier mit einem regulären Trupp der Marines über die Zäune gesprungen und versucht jetzt im Rücken der Japaner Feuer auszuteilen. Jetzt wird's halt nochmal richtig spannend. Den Pin vom Sniper und den Würfel vom Sniper mal hier oben hinlege. Damit der Würfel da nicht falsch ist. So, die Jungs haben 2 Bars, 2 MPs, 8 Schuss, sind in Point Blank, haben sich bewegt. Ist bei den Waffen der Amis Kriegst so ja egal, nix, ja. kriege ich nichts, das heißt es ist die 2. Ja. So, einer ist daneben. Und dann auf die 5, weil das Veteranen sind, Japaner. Oh. 5. Was soll das? Alter, Musste mir jetzt noch mein letztes Ding hier kaputt machen, ey. Das gibt es Mir nicht. echt leid, aber es ist kein gepickter. Es sind nur 5 normale Tote. Ja, nur. Wie soll ich denn da die nächste Runde noch überleben? Ja, Leute, also heute wird mir nichts geschenkt hier, gar nichts. Das ist der NCO, den nehme ich mal nicht weg. Ja, dann gehen hier wieder welche nach Hause. Ne? Die Runde 5 ist vorbei. Sehr vernichtend für den Japaner. Leider hat sich hier vorne der komplette japanische Trupp, Veteranen bis auf den NCO irgendwo verteilt. Ja. Er hat's aufgelöst. Genau. Die haben sich auch noch ein bisschen reduziert. Sind auch nur noch 4 Kameraden über. Und hier drüben wurde von der Haubitze einmal reingeschossen. Jo. Da fehlen auch 4 Veteranen. Ansonsten sind hier vorne 2 Raider gefallen, von den US Marines gefallen. Hier ist ein regulärer
Marine gefallen. Der Flamer hat versucht vorzugehen, leider war die Reichweite zu kurz. Hat von Offizier einen Schuss abbekommen, dementsprechend einen Pin. Ja, ansonsten habe ich noch ganz viele Ambusche liegen, die ich vergessen habe zu lösen. Manchmal ist man ein bisschen dämlich, aber das macht nichts. Dafür gibt es jetzt noch eine 6. Runde. Ja, wie wurde mir gerade gesagt, ein Totalausfall von Japan. Ende der 6. Runde, die restlichen Raider sind gestorben. Die japanischen Veteranen wurden nochmal von meiner Haubitze beschossen. Dort starben nochmal 3. Der einzelne NCO, der sich hier alleine gehalten hat, wurde von 7 Treffern niedergestreckt. Ja. Ich denke mal, die Trompete, die er hat, die hat nur noch gemacht. Der Fliegerleitoffizier wollte den NCO noch rächen, hat versucht auf den Sniper zu schießen, war zwar die falsche Figur, die er treffen wollte, aber ist egal. Ja, hier vorne wurde noch von den Veteranen, die hier vorher noch gestanden haben, die rausgepickt. Genau, eine Miniatur noch rausgepickt. Der Flamer hat versucht, vorher die Veteranen zu grillen, Ja. hat aber ein Fuba gemacht. Mhm. Der zweite heute, also Ja, auch selten, ne? genau. Dementsprechend musste der sich entsprechend wieder zurückziehen. Die restlichen Veteranen habe ich dann hier mit dem regulären Trupp erschossen, die aus der Sandsackstellung rausgesprungen sind. Dann habe ich mit diesem Trupp mich auch aus der Deckung bewegt, in die leichte Deckung rein und versucht, den Offizier zu beschießen. Das war aber nicht erfolgreich. Der Rest meiner Truppen ist down gegangen und ja, da würde ich sagen, so wirklich viel ist nicht übergeblieben. Ach, zuletzt noch zu erwähnen ist das Anti-Tank-Team. Das hat auch auf den Sniper geschossen, aber irgendwie... Er wollte nicht sterben. Der Sniper hat zwar nichts getroffen in diesem ganzen Spiel, aber er wollte auch nicht sterben. Genau. Ja, dann bis gleich zum Fazit. Wir haben das Spiel geschafft, hinter uns gebracht, oder die Japaner besser gesagt. Ein paar Reste habe ich jetzt noch stehen gehabt oder hat mir Christian noch stehen gelassen, sage ich jetzt mal. Es war ein kompletter Totalausfall, muss man so sagen. Ob ich jetzt irgendwie groß was falsch gemacht habe, kann ich jetzt so nicht sagen, aber man hat auf jeden Fall diesmal gesehen, dass die Japaner mit ihren Banzai-Angriffen halt diesmal nicht so wirken konnten, also praktisch mit ihren Hauptangriff, sage ich mal, das kam gar nicht zum Tragen. Und durch die, ich sag's jetzt mal, Flankenangriffe von deiner Reserve, die hat mich so ins Stocken gebracht, plus den guten Ari-Schlag, der mich am Anfang hier halt gehemmt hat, dass ich erstmal überhaupt gar nicht richtig vorwärts kam und ich mir erstmal überlegen musste, okay, räumst du jetzt erstmal hier hinten auf und versuchst jetzt die Reserveeinheiten platt zu machen, damit ich nicht die Probleme dann im Vorstoß habe, oder gehe ich stumpf nach vorn und habe immer die Angst, dass ich hinten gegrillt wäre, weil ich hatte hinten auf einmal einen Flamer, ich hatte halt 2 Veteraneneinheiten mit Sturmwaffen und alles, also viel Feuerkraft im Rücken praktisch. Ich weiß nicht, ob welche Taktik jetzt besser gewesen wäre. Ich habe mich für so einen Mittelweg entschieden, einen Teil nach vorn, einen Teil hinten halt halten. Aber es hat nach vorn halt nicht gereicht. Ich hatte gedacht, mit der letzten Veteraneinheit in der 5. Runde zur 6., dass ich genügend Männer da noch habe, damit die reinspringen können und dann bis 6. Runde aus ist halt da noch stehen bleiben. Aber da kam noch so viel Feuerkraft von dir in dem Gelände, das ging einfach nicht mehr. Naja, und auf meiner Seite hat diesmal wirklich die Strategie, die ich mir hier zur Sache gelegt habe, relativ gut funktioniert. Dadurch, dass ich den Ari-Schlag direkt in die Mitte wirklich reinbekommen habe und eine deiner Truppen im Grunde genommen schon ausgelöscht habe, habe ich wirklich einen richtigen Punch zum Stocken gebracht. Die Flankenangriffe waren wirklich auch ein bisschen zu heftig.
wie sie reingehauen haben, hätte ich jetzt so nicht vermutet. Aber gut, ist passiert und man sieht, die Strategie gegen die Japaner ist eingraben und warten, bis sie kommen. So wie die Marines das ja im Krieg wirklich gemacht haben. Ja, also ich hatte auch schon das Empfinden, dass das irgendwie historisch irgendwie schon so gepasst hat, ne? Also man ist dann als Japaner, sage ich mal, gegen eine gut ausgebaute Stellung dann gelaufen zum Ende hin, ja, wo man ja irgendwie nicht wusste, ja, es endet eigentlich nur in einer Möglichkeit, man stirbt vor dem Ziel. Also mehr war halt nicht drin, ne? Also ja, schwierig. Also mit dem Flieger Leitoffizier, das hat ja auch noch funktioniert. Gut, war jetzt so ein kleines, schwaches Flugzeug, ne? Hat jetzt nicht viel gemacht. Hier und da habe ich dir immer mal ein paar Marines rausgezogen, ne? Aber halt nie komplette Einheiten halt vernichtet. Genau. Ne? Und ja, wie viel hast du hier? Genau, ich habe 9 Punkte. Ja. Also 9 Einheiten ausgelöscht. Du hast 3 ausgelöscht. Und ich habe den Siegpunkt für das Kampagnenspiel. Dadurch, dass ich die Stellung gehalten habe und du nicht eindringen konntest. Genau. Ja, das ist dann der Schlusssatz, hätte ich fast gesagt. Und ja, war ein gutes Spiel, hat Spaß gemacht. Spiel, hat mega Spaß gemacht. 1250 Punkte war jetzt auch ein Brett. Ne? Ja, genau. Plus die Observer, jeder hatte ja noch einen freien Observer. Das waren also im Grunde genommen 1350, was wir gespielt haben. Ging aber sehr schnell von der Hand. Wir haben alles in allem keine 3,5 Stunden gespielt. Richtig. Zeitlich. Das hat Spaß gemacht. Ja. Ging relativ zügig und ja. Dann würde ich sagen, wir freuen uns auf das nächste Spiel. Genau, das nächste Mal müssen wir die Kampagne wieder vorantreiben, sprich den Kampagnenzug machen. Genau. Und dann werden wir sehen, was für Schlachten wir das nächste Mal austragen. Wie das hier auf Guadalcanal weitergeht, genau. Alles klar. Also, ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.